So. Ja, herzlich willkommen bei Krug. Ja. Wir melden uns zurück aus der Sommerpause und zeigen euch jetzt einmal ein Fahrzeug von einem Kunden, wo relativ cool ist. Es ist ein Familiengrundriss auf dem MAN Doka. Also man sieht schon, wenn der Fischer mal hinfilmt, ne, es ist ein Fahrerhaus für eine Familie. Nicht das, was wir eigentlich gewohnt sind. Auf MAN-Basis ist ein TGM 18320. Hat ein wenig eine besondere Farbe, aber ich sage mal, das passt ja zu dem Kunden. Der hat, kann man dazu sagen, einen Porsche in derselben Farbe, der Phil. Ist eine coole Socke, ja. Und man muss echt sagen, das Fahrzeug hat ein paar mega geile Gimmicks. Ja. Würde sagen, wir schauen einmal rum, also mal so vom Seitenschwenker her, wo man sieht, ist ein großer Tank hier verbaut. Hutchinson-Felgen sind drauf. Also er hat wirklich viel Augenmerk auf so Details gelegt. Ja. Hat er überall seinen Barcode drauf. Ein mega cooles Fahrerhaus innen. Also da zieht sich auch so, sag ich mal, der Trend von ihm fort. Ja. Ich mache jetzt einmal die Tür auf, dann können wir mal reinfilmen. Also er hat nicht nur Außengrün, er hat auch eine grüne Kühlbox. Ja. Das ist so, Fahrzeug ist beim Service bei uns gewesen, ist noch nicht ganz fertig, sind nur ein paar Kleinigkeiten zu erledigen, aber wir haben gesagt, wir machen jetzt einfach mal so ein Vorstellungsvideo. Zum Fahrzeug selber, also habe ich ja schon gerade gesagt, ist ein MAN TGM 18320, 490er Radstand, also es ist schon ein langes Teil, ja, hat eine Box drauf, 6100 A Custom. Werden wir dann nachher Ihnen zeigen, warum Custom. Da haben wir ein paar Sachen geändert, weil beim Kunden ist es so, die haben 4 Kinder und die müssen natürlich alle irgendwo mitfahren, ja, und sollen da irgendwo mitfahren. Und darum haben wir innen ein paar Sachen geändert. Es gibt ein wenig eine andere Variante von den Stockbetten. Wie gesagt, von der Seitensilhouette her sind wir ja eigentlich immer gleich. Ja, also unsere Staukästen alle dran, die elektrische Außentreppe, der hat eine Edelstahl-Außenküche. Ich mache es jetzt nicht auf, weil es regnet. Ja, und das ist ja ein Kundenfahrzeug. Ich möchte jetzt nicht, dass das Edelstahl dann Wasserflecken kriegt, weil da legen wir eigentlich schon immer Wert drauf. Was er jetzt noch Gimmick zum Beispiel hat, er hat sich von der Firma X-Cab den Hecklift hinbauen lassen. Für ein Reserverad und ein Motorrad, hat er ein mega geiles Motorrad da dabei, ein Elektrobike. War auf der Abenteuer Allrad mit seinem Fahrzeug, Elektrobike haben wir uns dann angeschaut, also auch ein mega geiles Gimmick. Schade, dass es nicht drauf ist, weil das wäre auch so was, wo man sagen kann, hey, das wäre mal cool, das anzuschauen. Ja. Würde sagen, Wetter ist nicht so ideal, wir schauen einmal rein, ja, dass wir einfach von innen einmal sehen, was hier passiert ist. Ja. So, jetzt sind wir in dem Innenraum von dem Fahrzeug, wo wir von außen gerade gesehen haben. Also nochmal 6100 A Custom. Sieht man jetzt dann auch ein wenig hier herinnen. Ja. Ist ein Grundriss für 4 Kinder, 2 Erwachsene. Also da schläft dann ein Kind hier und 3 Kinder hinten. Das zeige ich aber dann noch. Ist einmal in einem dunklen Holz gehalten, also und ihr seht da, ne, es zieht sich hier diese Grünfärbung, ja, zieht sich ja innen weiter, was ich ja mega cool finde, ja, die Polster ein wenig heller, die Kissen ein wenig dunkler, vom Bett her, ja, hat, sag ich mal, unsere normalen Features drin, ja, er hat zum Beispiel ein Upgrade auf die Panoramaluke mit Glas, ja, also sprich nachts schlafen und Sterne anschauen, kein Thema. Klimaanlage hat er drin, er hat unseren coolen ausziehbaren Tisch drin, der in 2 Varianten rastbar ist. Mal so vom Ding, dunkles Holz, aber ein heller Boden das mal, ja. Also haben wir ja auch nicht so oft. Wie gesagt, ich finde es echt stimmig, ja, wie er das so gemacht hat. Gefällt mir auch relativ gut, sind auch mega zufrieden mit dem ganzen Fahrzeug. Waren auch, man sieht es hier hinten, ja, also das war so ein kleines Giveaway auf unserem Offroad-Weekend. Er war mit dem Fahrzeug zum Offroad-Training bei uns und das war jetzt dieses Jahr das Giveaway für die Kunden und Interessenten. Ja. Kunden, glaube ich, war es nur Fischi, ne? Die haben dann so als Erinnerung das Bild gekriegt, ja, also das haben auch wir selber gekriegt, weil ich finde es schon cool, das ist so eine Erinnerung an das Ganze. So von der Aufteilung her, also wie gesagt, Bett, Sitzgruppe hier für 4 Leute, das ist klar, mit 4 Kindern und 2 Erwachsenen ist es hier ein bisschen knapp, aber aus 6,10 Meter lässt sich halt einfach nicht mehr rausholen. Ja. Sie haben in der Küche auch noch Upgrade gekriegt, sie wollten einen Geschirrspüler mit drin haben von der Firma Siemens. Oben drüber wie gehabt unser normaler Backofen mit Mikrowellenfunktion, Miele Induktionskochfeld.
wie gesagt, eine hellere Arbeitsplatte das mal. So wie gehabt, hat unseren Trinkwasserhahn drin. Ja. Wenn wir vielleicht jetzt einmal hierher schauen, da sieht man es, also hier die Änderung, warum es ein Custom ist. Wenn wir mal da unten hinfilmen, also es sind wirklich 3 Schlafplätze hier, es ist unten wie eine Schlafhöhle. Normalerweise sind hier unsere Wassertanks noch verbaut, dass wir mehr Wasserkapazität haben. Das ist halt jetzt bei dem Fahrzeug so, das Fahrzeug hat 380 Liter Wasser nur an Bord, ja, weil wir halt irgendwo den Platz fürs Bett braucht haben. Ja. Da muss man halt ein bisschen mehr damit haushalten. Ja. Hat aber von den Features, hat unser großes Energiepaket drin, ja, also mit dem großen Lithium-Pack plus dem zweiten 5K Wechselrichter plus dem Skylla hinten drin für die Ladung in der USA. Hat mal so Techniksachen, hat auf dem Dach 1,6 kW Solar drauf, wie ich ja schon erwähnt habe, 380 Liter Frischwasser. Ist in der Variante dieses Mal im WC, ich mache es jetzt einmal auf, dass wir auch rein filmen können, ja. Hat als Variante die Zahaka-Toilette drin, ja, also sprich ein Porzellan-WC, wo man von zu Hause im Endeffekt kennt mit normaler Wasserspülung, ja. Hat einen Handtuchheizkörper, klar, Fahrzeug ist ja normal, eine Warmwasser-Fußbodenheizung inklusive Handtuchheizkörper, Heizkörper in der Dusche. Die kann man auch mal aufmachen. Dusche hat auch wohlgemerkt wie immer unser Maxvan mit drin, dass wir da kein Thema haben zwecks Feuchtigkeit beim Duschen. Unsere normale Duschwanne, das in einer anderen Farbe, nicht in weiß, sondern in demselben Farbton, wenn mir nicht alles täuscht, wie die Arbeitsplatte. Ja. Dass man also die Tapper nicht zur Sicht. Was hier herin ist, ist der kleine Kühlschrank. Der war ja damals, wie ich ja schon in vielen Videos gesagt habe, ist dieser kleinere Kühlschrank mit 220 Liter, war damals Serie in diesen Modulen, mit dem Upgrade auf den größeren auch mit Aufpreis. Ja, das gibt es ja jetzt nicht mehr, jetzt ist generell der größere mit drin. Also die haben nur den kleineren drin, wobei ich sage, das langt auch, weil sie halt trotzdem mal irgendwo Stauraum brauchen. Mal so ein wenig so vielleicht, was auch interessant ist, ne? Drum ist es jetzt auch gut, dass wir das Video machen. Dieses Fahrzeug steht vom Eigner zum Verkauf. Ja? Jetzt werden sich viele vielleicht auch fragen, ja warum? Ja? Gibt eine freudige Nachricht auch zu dem Ganzen. Ja? Der Kunde hat auf der Abenteuer Allrad seinen nächsten in Auftrag gegeben und zwar ein 6x6. Also er will was Größeres, ja, auch wieder Custom-Grundriss. Also von daher, wenn einen das anspricht, ja, bitte gerne vielleicht kurz an uns schreiben, ja. Also wir verkaufen das nicht, er will es selber verkaufen, aber wir haben gesagt, wenn wir einfach jemanden haben, der wo Interesse hat, geben wir das gerne weiter. Also von daher ist schon ein geiler Grundriss, macht da Spaß. Also man sieht, es ist trotzdem ein schöner Innenraum, ja. Also man hat ein schönes Raumgefühl. Und ist auch geschmacklich gut eingerichtet. Ja. Man kann ja trotzdem noch viel machen, wenn jetzt einer sagt, die grünen Polster gefallen mir, dann kann man was anderes machen. Aber wie gesagt, so vom Ding her, echt cooles, stimmiges Fahrzeug. Also so Dinger, ne, nochmal so zum Abschluss, also es sind USB und USB-C schon drin. Ja. Also wir schauen halt immer, dass wir auf dem Stand der Zeit bleiben. Ja, ich sage mal so, von meiner Seite ist es jetzt das mal ein wenig ein kürzeres Vorstellungsvideo, weil so in Details brauche ich nicht mehr gehen, wir haben ja viel schon erklärt. Ja. Wie gesagt, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns mit neueren Sachen jetzt. Wie gesagt, aus der Sommerpause sind wir jetzt heraus und ich wünsche euch was. Ciao, bis zum nächsten Mal.